Ja, und damit kommen wir zurück nach Deutschland. Und so eine Stimmung würde sich wahrscheinlich auch der Bundeskanzler wünschen. Auf jeden Fall. Olaf Scholz hat sich nun zum anhaltenden Ampelzoff tatsächlich geäußert. Die Koalitionsbildung war schon schwer und sie ist schwer geblieben, so Scholz bei einem Bürgerdialog in Bremen. Ja, denn gestern haben wir ausführlich darüber gesprochen. Ja, auch Grünen-Chef Omid Nuripur hatte bereits am Sonntag im Sommerinterview eingeräumt, dass es in dieser Übergangskoalition eigentlich auch nicht mehr besser wird. Blöd ist ja jetzt nur, dass die drei Ampelpartner noch ein Jahr durchhalten müssen bis zur nächsten Bundestagswahl. Mehr dazu von Laura Fleischmann. Ein kleines Bier und ein belegtes Brot. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt es sich bei seinem Volksfestbesuch im niedersächsischen Vechta gut gehen. Obwohl es in seiner Koalition mal wieder kräftig rumort. Beim anschließenden Bürgerdialog in Bremen nimmt er die mittlerweile jahrelange Uneinigkeit mit Humor. Also wenn jetzt Leute in so einer Reihenhaussiedlung wohnen, FDP-Wähler, Grünen-Wähler, CDU-Wähler, SPD-Wähler, diskutieren die das nicht aus. Das kommt erst im Koalitionsausschuss. Das ist mit der Aufsplitterung der politischen Landschaft verbunden, erhöht die Anforderungen an gutes Regieren und, das sage ich jetzt mit der Richtlinienkompetenz, an gutes Benehmen. Bei den Grünen scheinen die Quellen des Frohmuts erschöpft. Die Arbeit in der Koalition sei schwierig, so auch der grüne Parteichef. Der viele interne Streit mit der FDP sei überflüssig. Die Ampel nur noch ein Bündnis auf Zeit. Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig. Es ist ja offensichtlich, dass das Vertrauen an Grenzen gekommen ist. Man habe gegenüber FDP-Finanzminister Lindner ein völlig unterschiedliches Verständnis darüber, was haushaltspolitisch richtig sei fürs Land. Doch auch bei den Themen Migration und Soziales laufen die Zielvorstellungen der Ampelparteien immer deutlicher auseinander. Die Folge: Stillstand und ein schlechtes Image. Immer wieder verspricht man sich, es besser zu machen. Das ist nicht nur dieses katastrophale Außenbild, sondern in der Sache bei wichtigen Politikfeldern. Und ich meine, das ist ja seit vielen Monaten, im Grunde seit Jahren klar, was den Menschen vor allem unter den Nägeln brennt. Da liefert diese Regierung eben nicht so, wie die Menschen sich das wünschen. Die Ampel und der Kanzler kämpfen mit schlechten Umfragewerten. Trotzdem will die SPD an Scholz festhalten. Das sind schwierige Zeiten, das ist wohl wahr, nicht nur für die SPD, sondern für das ganze Land. Wir befinden uns in schwerwiegenden Krisen und die SPD führt diese Regierung an. Und da ist es naturgemäß so, dass die Zustimmung schwindet, weil eben diese Krisen als belastend empfunden werden. Lindners FDP hat zuletzt immerhin eines geliefert: jede Menge Ideen und Vorschläge, allesamt nicht durchsetzbar, zumindest nicht bei den derzeitigen Koalitionspartnern. Und natürlich beobachtet Luisa Stangl für uns weiter die politische Situation in Berlin. Guten Morgen, Luisa. Also selbstkritische Worte nun des Kanzlers. Tritt Olaf Scholz damit also tatsächlich nach seinem stoischen Ignorieren die Flucht nach vorne an? Guten Morgen, Carsten. Guten Morgen, Marie. Ja, es waren ungewohnt offene und klare Worte, die der grünen Parteichef hier, Omid Nuripur, zur Ampelregierung gesagt hat, als er über eine Übergangskoalition gesprochen hat. Die Grünen sitzen ja selbst in der Regierung und normalerweise kennt man solche Worte ja eher von der Opposition. Und deshalb wurde ja auch gespannt darauf gewartet, was wird der Kanzler dazu sagen. Und Kanzler Scholz, der räumt eben Schwierigkeiten ein. Er versucht hier auch gar nichts zu beschönigen, wohl wissend auch, dass es hier nichts zu beschönigen gibt und dass es wenig glaubwürdig wäre zu tun. Es wäre alles in Ordnung, denn jeder Streit der Ampel, der wird eben in der Öffentlichkeit ausgetragen. Nach der Bundestagswahl 2021 ist die Ampelkoalition als Fortschrittskoalition angetreten, aber von diesem Fortschritt, da ist eigentlich kaum noch was zu spüren. SPD, Grüne und FDP, die sind einfach zu verschieden. Es gibt keine Gemeinsamkeiten, keinen gemeinsamen Nenner mehr und das weiß eben auch der Kanzler und er sagt, die aktuelle politische Lage, die macht eben gutes Regieren und gutes Benehmen schwer. Und das ist nochmal ein klarer Fingerzeig in Richtung Grüne und FDP, denn von Benehmen ist bei der Ampel wahrscheinlich oft nicht so viel zu spüren, denn jeder Streit wird eben lauthals ausgetragen und da mahnt der Kanzler jetzt nochmal seine Ampelpartner an, hier nicht mehr so viel in die Öffentlichkeit zu tragen, auch sich nochmal zurückzunehmen und auch mal zu benehmen. Aber ganz schlecht drehen lassen will sich der Kanzler seine Ampelkoalition da doch nicht. Man hat doch einiges erreicht. Man vergisst es nur durch die vielen Streitereien. Also er versucht hier noch
noch was Positives abzugewinnen, obwohl er und auch die Ampelpartner wissen, eine Fortschrittskoalition, das ist diese Ampelregierung definitiv nicht. Naja, und ich meine, solche Appelle an das Benehmen dieser Koalitionsmitglieder haben wir ja schon des Öfteren gehört. Bisher zumindest sind sie verhalten. Luisa, danke schön.